Dann verlassen wir dieses schöne Kalkitiki. Ihr seht auch, es ist ein bisschen Welle, wahrscheinlich auch ein bisschen Wind im Mikro. Mich hat es beim Segeln ja komplett zerlegt. Ich war seekrank. Es ist ein einziges Geschaukel, die Genua schlägt wie Sau und wir haben jetzt den Kurs geändert. Guten Morgen. Es ist 4:45. Muss ich kurz überlegen. 5:16 Uhr. Christoph fährt unseren Besuch gerade an Land. Wir hatten jetzt eine Woche Besuch. Das war total schön. Also wir sind hier Kalkitiki von Bucht zu Bucht gefahren, geschnorchelt. Wir hatten bestes Wetter, wirklich Vorzeigewetter. Wir hatten tollen Segelwind, wir hatten keinen Wind, wenn kein Wind da sein sollte. Wir hatten Ruhe in den Buchten. Es war wirklich perfekt. Wir machen uns direkt jetzt fertig. Wenn Christoph wieder zurück ist, verlassen wir dieses schöne Kalkitiki. Es war eine schöne Zeit hier. Wir haben es sehr, sehr genossen. Das war genau der richtige Ort jetzt für die 2 Monate Hochsaison. Jetzt reicht es aber auch, weil so abwechslungsreich ist es nicht. Es ist wunderschön, aber nicht sehr abwechslungsreich. Und wir freuen uns jetzt richtig drauf, wieder unterwegs zu sein. Wir sind schon unterwegs, kommen gerade den Niedergang hoch und hinter mir sieht es so aus. Wunderschön. Ihr seht auch, es ist ein bisschen Welle, wahrscheinlich auch ein bisschen Wind im Mikro. Wir wollten eigentlich von Kalkitiki Lesbos anlaufen, das ist aber deutlich zu hoch. Wir fahren jetzt halben Wind und laufen die Sporaden an. Da wollten wir nicht unbedingt noch mal hin. Das hat uns sehr gut gefallen. Boah, wir wollten aber was anderes sehen. Kräftig Gischt von vorne gekommen gerade. Und ja, wir fahren jetzt die Sporaden an. Kurs ist gerade auf Alonisos gesteckt. Und die Bedingungen, die wir jetzt haben, sollen über den Tag noch mehr werden. Wir haben jetzt Böen so bis 23, 24 Knoten. Das sollten wir eigentlich erst heute Nachmittag und auch erst kurz vor Lesbos bekommen. Deswegen sind wir jetzt abgedreht. Also Alonisos ist jetzt eine relativ entspannte Tagesreise. Wir fahren jetzt 7 Knoten mit 90% Genua. Das ist das einzige Segel, was wir draußen haben. Ja, alles andere wäre jetzt zu viel gewesen. Wir waren wochenlang in glattem Wasser und da wollen wir es mit dem ersten Schlag jetzt nicht übertreiben. Außerdem sind wir auch nicht auf der Flucht. Das ist jetzt der Blick auf unser Tablet. Ihr seht, wir fahren fast 7 Knoten und das wäre der ursprüngliche Kurs gewesen hier runter nach Lesbos. Und wir fahren jetzt Alonisos an. Das hier ist Alonisos, das ist die Kurslinie. Und ja, ich zeige euch gleich noch, wie die Segel aussehen. Ich glaube, das reicht. Wir sind jetzt seit ca. 4 Stunden unterwegs. Wir hatten heute Morgen ja sehr kräftigen Wind, so bis zu 25 Knoten und konnten auch die Höhe nicht laufen, die wir laufen wollten. Sind deswegen dann auch abgelaufen.
und haben jetzt Kurs Alonisos gesteckt. Jetzt im Moment haben wir wieder 15 Knoten. Vorhin hatten wir eine ganze Weile 9 bis 10 Knoten, jetzt haben wir wieder 15 Knoten. Wir laufen unter allen 3 Segeln, ungerefft. Machen auch ganz gute Fahrt, immer so zwischen 5 und 7 Knoten, je nachdem, ob eine Böe durchgeht oder eben nicht. Das Meer ist blau mit einer Dünung und einer Windsee obendrauf. Und wir haben die ja ziemlich genau von der Seite. Das sind teilweise auch 1 Meter Wellen dabei, die uns dann richtig auf die Seite legen. Und vor uns tauchen die ersten Sporadeninseln auf und hinter uns verschwindet der Athos im Dunst. Und es ist ein schöner sonniger Tag. Und das Beste von allem ist der Autopilot, den ich vor 3 Tagen durchgetauscht habe. Ich habe einen neuen Kurscomputer, einen alten Kurscomputer von Freunden aus Deutschland mitgebracht bekommen. Den habe ich eingebaut und der funktioniert. Und damit haben wir jetzt wieder einen Autopiloten, sind darüber sehr glücklich. Das war wirklich eine große Sorge, dass wir den Rest der Strecke bis nach Licata, das sind noch ca. 600 Meilen, dass wir das per Hand hätten steuern müssen. So kann man auch mal auf dem Achterdeck sitzen, die Wellen genießen und auch mal nach der Angelleine gucken. Ich habe die wieder draußen. Immer noch in der Hoffnung, mal einen Fisch zu fangen. Ich habe in der letzten Zeit gar nichts gefangen, habe schon verschiedenste Köder und Leinen und Blinker und was weiß ich alles ausprobiert. Nichts wollte bisher funktionieren. Ich hatte ja kürzlich den Tipp bekommen, Tintenfisch und Pilker, das fahre ich jetzt schon eine ganze Weile, aber auch da beißt nichts an. Ja, mal sehen. Irgendwann beißt irgendwas an. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Was ihr hinter mir seht, ist schon Alonisos. Vor uns ist auf der Backbordseite Peristera und auf der Steuerbordseite Alonisos. Und da vor uns ist eine Meerenge, da fahren wir jetzt dann durch und wir hoffen, dass dann die Welle weg ist. Hier ist ein total diffuses Meer. Es gibt 2 Wellensysteme, irgendwie eins von da drüben, eins von da. Und die treffen sich hier. Man sieht das auch so ein bisschen an den Felsen, da ist ein bisschen was los. Ja, im Moment laufen wir unter Maschine. Wir haben zu viel Welle, dass die Genua noch stehen bleiben würde. Wir hätten zwar noch 6 Knoten Wind, aber kommen so nicht voran. Jetzt haben wir ungefähr noch 10 Meilen bis zu unserem Zielpunkt, wo wir hinwollen. Bis hierher war das Segeln eigentlich ganz gut. Und ja, aber wir sind dann froh, wenn die Welle dann mal nachlässt. Das war ja unruhiger, als wir uns das vorgestellt hatten. Und ja, es war ein bisschen ruppig. Also ich meine, das liegt doch vielleicht auch daran, dass wir jetzt auf Chalkidiki ja lange waren und dort das Meer eigentlich immer sehr ruhig ist. Und dann fällt einem das umso mehr aus, wenn es dann unruhig wird. Wir sind jetzt endlich zwischen Alonisos da hinten und Peristera da hinter uns. Und ihr merkt ja kaum noch Bewegung hier im Schiff. Wir haben jetzt nur noch die Genua stehen
und das ist ein ganz ruhiges Dahingleiten. Ich kann mich auch wieder frei an Deck bewegen, ohne Sorge zu haben, dass ich von Bord gehe und Marion davon nichts mitbekommt. Genau, Marion ist heute seekrank. Für die war das als erster Schlag jetzt nach dieser vielen Ruhe oben auf Kalkidiki. Für Marion war das viel Welle nach der ganzen Ruhe auf Kalkidiki. Jetzt geht es ihr ein bisschen besser, weil wir eben jetzt hier wieder im ruhigen Fahrwasser sind. Da hinten um die Ecke rum ist dann unser Zielhafen Wotzi und da waren wir schon mal. Das ist ein Naturhafen, der mittlerweile ausgebaut ist zu einem richtigen Hafen mit Wellenbrecher, und da kann man Hecksites an den Felswand rangehen, also mit Buganker und Heckleine, und das geht wirklich gut und ist durch den Wellenbrecher auch geschützt. Es war eine schöne Tour schon, der Wind war gut, aber es war auch eine sportliche Tour und ich bin auch müde, weil ja die Nacht war sehr kurz, aber es ist schön hier, ich fühle mich wohl hier, gerade weil jetzt auch wenig Welle ist nach der hohen Welle, die draußen war, ist es sehr angenehm, dieses ruhige Dahingleiten. Alonisos, die zweite. Wir haben gestern hier einen Zwischenstopp gemacht. Mich hat es beim Segeln ja komplett zerlegt. Ich war seekrank, müde, konnte überhaupt nichts machen. Wir hatten sehr viel Welle und deswegen sind wir hier raus, weil wir hier wussten, was wir hier haben. Und müssen hier aber nicht länger bleiben. Wir waren schon hier. Ist schön, sehr zu empfehlen. Hier liegt man auch wirklich sehr geschützt. Wir möchten aber gerne wohin, wo wir noch nicht waren. Und deswegen fahren wir jetzt heute gleich weiter. Christoph macht jetzt die Landleinen los und wir versuchen hier gut wieder rauszukommen. Also ich beginne jetzt mit dir da drüben, ne? Ja. Die soll ich jetzt dann gleich erstmal einholen, ne? Das hat doch jetzt gut geklappt. Plan ist, heute nach Andros zu fahren, wenn das Wetter mitspielt. Ansonsten wird es Skyros, die vierte der Sporadeninseln. Mal sehen.
Segel sind gesetzt. Wir segeln. Ein wunderschöner Morgen. Frisch, aber trotzdem angenehm warm. Und ja, wir laufen jetzt schon unter 6 Knoten, haben alle 3 Segel draußen, haben keine Welle und das läuft total glatt. Wir steuern jetzt erstmal Skyros an und wollen aber dann eigentlich, wenn wir die Kraft haben, heute Nacht auf Südwesten abdrehen, also auf Androsch und dann mit der voraussichtlich kommenden hohen achterlichen Welle unter Genua dann sozusagen ablaufen. Das ist aber auch unser Ziel und das ist so unsere Wetterstrategie. Wollen wir mal gucken, ob die so aufgeht. Ja, mal sehen. Kommt der jetzt höher als gedacht? Ja, ne? Ja, eigentlich hätte ich mit halbem Wind gerechnet. Wir haben aber jetzt hoch am Wind. Genau. Also mal schauen, wie sich der Wind weiterentwickelt. Ablegemanöver top gelaufen. Ja. Raus aus dem Hafen top. Alles top weggeräumt. Top Segel gesetzt. Top Wetter. Top Frühstück. Top Tschüss. So, jetzt reicht's mit top. War so ruhig, wie es angefangen hat, so schaukelig ist es jetzt. Also war klar, dass wir viel Welle haben auf dem Weg. Es war ja auch ziemlich windig gestern. Wir werden jetzt schon ganz schön durchgeschaukelt. Der Wind ist recht schwach im Moment und wir fahren auch nur 4 Knoten. Christoph hat sich jetzt mal hingelegt. Der soll sich jetzt ein bisschen ausruhen. Und wenn er wieder da ist, denke ich, werden wir entscheiden, ob wir wirklich durchfahren oder ob wir nach Skyros abdrehen. Muss man mal sehen. Das ist echt unangenehm, wenn sich hier so eine Welle aufgebaut hat. Bei mir geht es jetzt noch. Ich habe vorhin schon ein kleines bisschen geschlafen und gedöst. Ganz fit bin ich nicht, aber mit Christoph schlafen kann, passt das schon. So, eine halbe Stunde später, keine halbe Stunde später. Und? Es ist ein einziges Geschaukel, die Genua schlägt wie Sau und wir haben jetzt den Kurs geändert, weil der jetzt stundenlang so weitergeht und wir dann wahrscheinlich sogar noch eins hinter die Ohren kriegen, weil wir dann in den Meltemi reinfahren. Und jetzt fahren wir doch eine Insel an, die wir nicht unbedingt anlaufen wollten, weil da die Ankerbuchten nicht so toll sein sollen, jedenfalls nach dem, was ich mitbekommen habe, aber egal. Die fahren wir jetzt an, wir werden da dann 3 bis 4 Tage festhängen, aber wir haben uns gerade noch mal die Karten gelegt, ob man alles das, was man machen kann, auch machen muss oder ob man auch mal sagen darf, das ist jetzt mit mir zu blöd, ich fahre jetzt in die nächste. Ich glaube, das darf man immer sagen. Wir haben doch mal gesagt, umdrehen ist immer eine Option. Wir haben keinen Termin und nichts, warum sollen wir uns jetzt da durchquälen? Ja. Das war jetzt... Ja, die Prognose war eigentlich eine andere gewesen. Die Prognose war eigentlich gewesen, wir hätten so mindestens 12 Knoten Wind und halb. Das heißt, wir hätten sehr viel Strecke gemacht bis, ja, wären wahrscheinlich den Meltemi weggefahren. Aber so, wir waren deutlich langsamer. Wir hatten den Wind höher und wir hatten weniger Wind und wir hatten die Welle seitlicher als gedacht. Und das hat dazu geführt, dass wir nicht so gut vorangekommen sind, weil die Segel auch immer wieder eingefallen sind. Ja, ich glaube, meine Enttäuschung kann man mir so ein bisschen anmerken. Oder?
Ja.